Ich habe die große Freude, heute Maria und Daniel Knoch bei mir zu haben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Maria, du bist ja Diplomökonomin, Gesundheits- und Ernährungsberaterin, Geschäftsführerin und Gründerin der Firma Maunaway Wasserfilter. Und du bist Mama von 2 Jungs und einer Tochter, ist das richtig? Ja. Ja, und Daniel, du bist Diplomkaufmann, Co-Founder und CEO der Maunaway International AG. Mich würde ja sehr interessieren, für was schlägt euer Herz? In den letzten 20 Jahren haben wir allein in Deutschland etwa 1 Million Menschen dabei unterstützt, ihr Leben glücklicher und gesünder zu gestalten. Und das mit etwas völlig Alltäglichem, mit Wasser. Und ich denke, den meisten Menschen ist heutzutage bewusst, dass Wasser in unserem Alltag das wichtigste Lebensmittel ist. Dieses Bewusstsein war aber nicht immer vorhanden. Auch wir mussten das erstmal lernen, dieser Lernprozess. Der wurde angestoßen von meinem kleinen Bruder, der damals 6 Jahre alt war. Heute überragte mich um einen halben Kopf. Der ist Geschäftsführer von Maunaway GmbH in Deutschland. Fantastisch. Ja, wie kam das denn dazu? Ich meine, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Also es ging mir ja auch so wie alle anderen Menschen. Ich habe gedacht, die Ärzte sind da, dass sie mein Kind heilen. Leider musste ich was anderes lernen. Mein Sohn hatte, also mein Kleines, das war ja noch ein Baby, hatte eine Impfung gekriegt und ist nachher sehr krank geworden. Der hatte Neurodermitis, aber in ganz, ganz schlimmer Form. Und ich bin natürlich dann die ersten 4, 5 Jahre nur zu Ärzten gerannt und habe geschaut, wer kann mir helfen. Bis ich dann endlich drauf gekommen bin, nee, die Ärzte helfen mir nicht, ich muss das irgendwie anders lösen. Und habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, ich heile mein Kind. Und wenn man sich was wirklich richtig gut fest vornimmt, dann passt das auch und dann kann man das auch schaffen. Und so habe ich das dann geschafft mit, sag ich mal, mit viele Büchern, mit vielen Seminaren, mit Heilpraktikerschule und wirklich dann, bis ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt stelle ich mal alles auf den Kopf und dann habe ich es auch gemacht zu Hause. Die Kinder mussten mitmachen natürlich. Ich habe unsere Lebensmittel umgestellt. Ich habe alle Chemie vom Haushalt rausgeschmissen. Wir haben nur noch Bio benutzt, vom Badezimmer bis zum Waschen, bis zum Putzen. Ich habe geschaut, was für Kleider ziehen wir an. Natürlich, am Ende kommt raus, was ist das Allerwichtigste? Ja, das Wasser. Was wir trinken, ist das Wichtigste. Und ich kann machen, was ich nur will. Wenn ich das Wasser nicht habe, was ich wirklich für meinen Körper brauche, dann nutzt mir das nicht. Also musste ich wirklich auf die Suche gehen und schauen, wie kriege ich das Wasser her, was unserem Körper das Allerbeste ist. Und das ist eigentlich so unsere Geschichte. Okay. Und wie kam es an das Wasser? So einfach stelle ich mir das nicht vor. Nein, das war auch nicht einfach. Das hat noch mal 2, 3 Jahre gedauert. Ich habe ordnerweise Unterlagen gesammelt und geschaut. Es gibt ja sehr viele Wasseraufbereitungssysteme, wieder regenerieren und energetisieren und filtern und Gott weiß was alles. Die habe ich mir alle angeschaut und immer hatte ich das Gefühl, nein, das ist es nicht, das ist es nicht. Es muss noch was anderes geben. Ich habe nicht gewusst was, aber ich war nicht zufrieden. Aber die Wasserversorgungsgeschäfte oder ja, wie sagt es, die Trinkwasserwerke, die sagen doch, es reicht vollkommen, das Wasser zu trinken, so wie es aus der Leitung kommt. Ja, eigentlich ist es ja auch so. Die deutschen Wasserwerke arbeiten sehr, sehr, sehr gut. Wir haben ja das große Glück, deshalb sind unsere Filter in Deutschland so super gut oder in Europa auch, weil wir dann nicht so viel filtern müssen. Es ist natürlich so, dass immer wieder festgestellt wird, unser Leitungswasser ist nicht das, was unser Lebensmittelwasser sein sollte. Sogar viele Wasserwerke sagen auch, wir kontrollieren das Wasser im Wasserwerk. Was dann in unserem Haus reinkommt und was wir trinken, das ist unsere Sorge. Und das wollten wir so irgendwie von den Menschen abnehmen und sagen, okay, diese Sorge, wenn ihr wollt, können wir übernehmen. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Fantastisch, aber es gibt ja so viele Filtersysteme, du hast es ja eben auch schon gesagt. Ja. Was macht Maunaway so einzigartig? Hast du für mich da eine Antwort? Ja, Maunaway ist deswegen einzigartig, weil die Technologie, die stammt aus Japan. Und die Japaner hatten schon in den 60er Jahren festgestellt, dass das Wasser in den großen Städten aus den Leitungen ja kommt, aber das immer schlechter wird von der Qualität her. Und die haben dann auch angefangen, das Wasser aufzubereiten und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein sauberes Leitungswasser immer noch kein Quellwasser ist.
Also haben sie wirklich 20 Jahre Grundlagenforschung investiert, zum Feststellen, was unterscheidet jetzt ein sauberes Leitungswasser vom Quellwasser und wie bekomme ich das jetzt wieder hin, dass es ein Quellwasser wird. Weil es wäre ja optimal, wenn ich das Wasser schon aus der Leitung habe, muss ich es ja mir nicht aus irgendwelchen Quellen zuschicken lassen und transportieren. Es ist ja viel umweltfreundlicher, das Leitungswasser ja zu benutzen. Aber ich muss es ja irgendwie schaffen, dass es wieder optimal ist für den menschlichen Körper. Wie mache ich das? Ja, und das ist halt genau der Knackpunkt, warum diese japanische sogenannte Pi-Technologie etwas ganz Besonderes ist. Weil die Japaner, die haben auch so ein Verständnis, was über das Materielle hinausgeht. Also man sagt dazu feinstofflich, feinstoffliche Energien. Und die haben das Pi-Technologie genannt, diese Technologie, weil Pi ist nicht nur die Kreiszahl Pi, sondern steht auch für Lebensenergie. Also sie hatten den Ansatz, durch Untersuchung der Natur, wie macht es eigentlich die Natur? Und die macht es ja seit 4 Milliarden Jahren, wird das Wasser auf dem Planeten ja regeneriert. Wie macht sie das? Das haben sie ganz genau untersucht und diese Naturprozesse, die aus Verdampfen, Sickern, Revitalisieren bestehen, diese Prozesse eigentlich miniaturisiert. Und heute haben wir eine Technologie, die in der Lage ist, das Leitungswasser nicht nur sehr sauber hinzubekommen, auch die Informationen wieder zu regenerieren, sondern auch ein Wasser zu erzeugen aus dem Leitungswasser, was optimal ist für den menschlichen Körper, so wie die Natur das vorgesehen hat. Also wie eine Quellwasserqualität. Das klingt fantastisch. Und was ist so das Herzstück von der Pi-Technologie? Ja, das Wasser wird ja erst, so wie Daniel schon gesagt hat, gut gefiltert. Also wir schauen, dass wirklich alle Schwebestoffe, Schadstoffe, Stoffe, was nicht im Wasser gehören, erstmal rausgefiltert werden. Und dann kommt ja das Herzstück. Das Herzstück bedeutet, wenn das Wasser jetzt frei ist von allen Schadstoffen, hat es die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was brauche ich noch, dass ich wieder diese Quellwasserqualität bekomme. Und dazu benutzen wir über 21 verschiedene kleine Keramiken. Und diese Keramiken sind dieses Besondere, was unser Wasser so besonders macht, weil dann kann das Wasser, so wie es durchsickert, durchfließt, wirklich sagen oder entscheiden, brauche ich noch Magnesium, brauche ich noch Calcium, brauche ich noch Spurenelemente, ist was für mich noch wichtig ist. Und natürlich auch das Wichtige, dass diese nochmal feinstofflich, die Schadstoffe, weil das ist ja auch bewiesen, das bleibt noch im Wasser drin. Diese Information ist noch im Wasser und das wird auch mit dieser Keramiken dann nochmal gefiltert. Das sieht man auch ganz fantastisch. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, diese Filter, das ist das, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, richtig? Ja. Das fließt quasi von oben nach unten, verstehe ich das richtig? Genau, ja. So wie die Natur das auch macht. Ja, wir sind ja ein Stück Natur, also müssen wir nur schauen, wie die funktioniert. Das ist fantastisch, das ist eigentlich so simpel. Ja. Und so natürlich und trotzdem nicht selbstverständlich. Ja. Diese Filter, wie lange halten die? Wie oft muss man diese Filter wechseln? Wir haben, glaube ich, da einen Filter. Ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, um das Wasser aufzubereiten, von einer einfachen Wasserfilterkanne, die eben in der Lage ist, das Wasser zu regenerieren, bis zu solchen artesischen Quellen werden sie ja genannt, weil sie ja ohne Strom, ohne Chemie auskommen und einfach ein Quellwasser produzieren durch reine Gravitation im Endeffekt. Wir haben aber auch Systeme fürs Haus, die man unter Tisch einbauen kann oder fürs ganze Haus, für die Wasserversorgung. Und je nachdem, wie groß diese Filter sind und wie sie beschaffen sind, je nachdem, wie schnell das Wasser da durchfließen muss, mit Druck, ohne Druck, verwenden wir ganz andere Zusammensetzungen in den Filterkartuschen. Entsprechend haben sie auch unterschiedliche Standzeiten. Bei der Kanne ist das so, bei der Kini-Kanne, dass der Filter da alle 3 Monate ausgetauscht werden muss. Was eine sehr lange Standzeit ist. Und wenn sich manche fragen, ja 3 Monate, kann das wirklich sein? Das hört sich irgendwie vielleicht crazy an, weil bei den meisten Filtern muss man ja alle 2 Wochen vielleicht wechseln. Thema Verkalkung etc. kommt da ja auf. Passiert bei uns nicht. Und die 3 Monate sind auch gewährleistet. Die wurden von einem unabhängigen Institut untersucht. Also die hatten wirklich eine Kanne da stehen. Ja. Die haben das ganz genauso benutzt wie jeder andere Mensch auch. Und haben jeden Tag Tests gemacht mit dem Wasser, was da durchgeflossen ist. Und nach 3 Monaten war immer noch alles in Ordnung. Aber wir wären ja nicht Maunawei, wenn wir die Aufgabe nicht besonders gut machen. Und wir haben dann eine Übung gemacht. Nach 3 Monaten Nutzungszeit des Filters sind dann die Institutsleute hergegangen und haben einen dotierten Test gemacht. Das bedeutet, sie haben gesagt, okay, der Filter hält jetzt 3 Monate, ist alles noch tipptopp. Aber es könnte ja passiert ja immer wieder mal, dass irgendwas in der Umwelt geschieht.
vielleicht eine überhöhte Nitratbelastung, sonst irgendwelche Belastungen hat man ja in den Zeitungen, sieht man es immer wieder, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden können. Auch bei Quecksilber kommt das hin und wieder vor. Was würde passieren, wenn jetzt der Filter 3 Monate im Einsatz ist und es passiert ein Naturunglück in dem Sinne, ist der Kunde dann immer noch, der Benutzer immer noch geschützt? Also die haben da wirklich eine Brühe reingegossen ja, und dann geschaut, was passiert. Und die Kinikanne war tatsächlich in der Lage, diese überhöhten Werte komplett noch unter die Grenzwerte zu reduzieren. Also deswegen können wir wirklich sagen, hier in Deutschland, in Zentraleuropa, hält dieser Filter bei der Kinikanne 3 Monate definitiv. Die anderen Systeme, die haben andere Filterzeiten vielleicht. Ja, also die Quelle hat von 10 bis 12 Monate. Natürlich die Unterbausysteme, das sind ja auch schon so gestaltet, dass man die dann wechseln muss oder sollte, wenn man dann merkt, oder die gehen zu, dann muss man unbedingt wechseln. Und so ist es auch mit den großen Hauswasseranlagen. Also entweder gehen die Filter zu oder wir haben auch jeden 12 Monate mal so ein Test, wo wir das dann testen können für den Kunde, ob die Filter noch in Ordnung sind und wann welche Filter müssen sie wechseln. Service, fantastisch. Ja. Ich denke auch, das ist auch wichtig, wo man wohnt. Ich kann mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Regionen gibt oder auch Länder gibt. Ja, deshalb ist es ja wichtig, dass wir dann schauen, wenn der Kunde meinetwegen das größte System, was wir haben, in sein Haus eingebaut hat, dass wir auch die Sicherheit bieten können, nach 12 Monaten, wie sehen die Filter aus. Deshalb machen wir dann den Test mit dem Kunde und schauen, passen die Filter noch, muss er was wechseln? Und dann können wir auch einschätzen, wie lange kann er die Filter noch benutzen. Also dass nicht ein Filter rausgeschmissen wird, was noch funktioniert. Das klingt echt fantastisch. Und ich habe was gelesen, das ist ja, unser Kini hat ja was ganz Besonderes, das Material. Ja, Kannst du da mal drauf eingehen, weil das war unglaublich für mich. Ja, also du musst sehen, dass diese Technologie am Anfang, es ging ja um die Miniaturisierung der Natur praktisch. Also die ersten Systeme, so vor 20 Jahren, das waren ja echt Monster. Ja, das waren große Dinger. Und es ist eine ganze Zeit gedauert, um diese Technologie so klein zu bekommen, dass sie in eine Kanne reinpasst. Ja, also es ist wirklich eigentlich ein Wunderwerk, was da passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ein gutes Wasser, was da durchfließt, möchten es als Kanne anbieten können, weil es am flexibelsten ist. Die Leute können es halt leicht ausprobieren, was Maunawei eben ausmacht. Aber wir möchten gerne eine eigene Kanne produzieren. Warum? Weil dann haben wir einfach alles im Griff und das mögen wir einfach, wenn wir wirklich wissen, welche Werkstoffe werden benutzt, wie werden die produziert, wo werden die produziert. Und weißt du, auf der Welt ist halt so, dass das Allermeiste in diesem Bereich kommt einfach aus China. Ja, da gibt es 3 große Fabriken und die produzieren praktisch für die ganze Welt die Kannen. Und das ist für uns einfach zu weit weg, zu wenig kontrollierbar. Und gerade wenn die Leute jetzt denken, die Kanne ist aus einem Kunststoff, und das ist natürlich heikel, ja, weil die Leute möchten ja lieber Glas haben, aber Glas finde ich ein bisschen zu schwer für die Handhabung und so weiter. Also wir haben uns auch für einen Kunststoff entschieden, in Zusammenarbeit mit der Uni Bayreuth. Aber dann haben wir gesagt, okay, wenn es schon Kunststoff sein muss, was ist denn das Allerbeste, was es gibt auf dem Markt? Nun, das nennt sich SMMA N30, wird sonst nur im medizinischen Bereich eingesetzt, also wenn du so Kanülen gelegt bekommst oder so, was wirklich in den Körper hineingeht. So eine Art von Kunststoff ist es. Und daraus ist die gesamte Kanne gemacht. Kein Mensch auf dieser Welt produziert aus diesem Kunststoff eine Wasserfilterkanne, weil, kannst du dir ja vorstellen, es ist extrem teuer auch in der Produktion. Ja? Und eben das Material ist in Deutschland produziert. Die Produktion selber findet bei uns um die Ecke statt. Und ja, vielleicht nochmal zu dem Material, weil eben, man muss einfach wissen, klar, man hat ein gutes Wasser und da hat man natürlich Angst, dass eben aus dem Kunststoff irgendwas hinein diffundiert, Weichmacher oder so, und dann hat man wieder das Wasser kaputt gemacht. Und eben hier wird folgendermaßen getestet, um sicherzustellen, dass nichts passiert. Ich meine, das steht jetzt ja auch gerade ein bisschen im Sonnenlicht. Das ist ja noch gar nichts für die Kanne, ja, weil der Test sieht so aus, dass man hergeht und gießt 100 Grad warmes Öl hinein. Das bleibt eine halbe Stunde drin, das Öl wird dann wieder rausgenommen und dann wird geschaut, ob das Öl es geschafft hat, irgendetwas aus der Kanne herauszulösen. Und wenn da nichts nachweisbar ist, dann hat dieses Material die Prüfung bestanden. Also aus diesem Material ist diese Kanne gemacht. Sensationell. Also ich bin ganz verliebt in eure Produkte. Ich habe sie testen dürfen. Ich gebe sie nicht mehr her, braucht ihr nicht zu denken. Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn man gutes Wasser trinkt?
Vielleicht kannst du da mal... Ja, da kommen ja auch immer wieder Rückmeldungen vom Kunden. Über 30 Jahre machen wir das jetzt ja schon. Also das Interessante ist, dass die Menschen sofort merken, wenn ich anfange, Maunaweißwasser zu trinken, kriege ich Durst. Ich will noch mehr trinken und will noch mehr trinken und der Körper merkt das, ach, jetzt kriege ich endlich mal richtig gutes Wasser und will das Wasser, was er bisher hatte, ganz schnell loswerden und überlegt sich auch, ist das jetzt wirklich wahr, kriege ich richtig ein gutes Wasser, weil unser Körper hat ja eine wunderbare Technik, also das wissen wir alles nicht, aber der lässt kein schlechtes Wasser in die Zelle rein. Also versucht das, was wir trinken, und wenn wir kein Wasser trinken, versucht davon diese Flüssigkeit, was wir trinken, wieder ein sehr gutes Zellwasser herzustellen, sonst könnten wir nicht leben. Und das ist das, was ich immer sage. Wenn ich jetzt ein gutes Wasser trinke, wo mein Körper weniger Energie braucht, weniger Zeitaufwand braucht und sagt, oh, jetzt kriege ich ja ein gutes Wasser, das kann ich ja ohne Aufwand in die Zelle reinlassen, habe ich ja eine Plusenergie, was mein Körper nutzen kann für was anderes. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, was man dann auch spürt. Man ist wirklich so, dass man anfängt, Maunaweißwasser zu trinken und denkt am Anfang, ich habe ja immer nur Durst, das kann doch nicht sein, jetzt habe ich noch mehr Durst wie vorher, jetzt trinke ich ja wahnsinnig viel Wasser und wenn ich nicht trinke, dann wird mein Mund trocken. Ja, natürlich, weil der Körper das dann will. Er will jetzt das gute Wasser haben. Ich habe Anrufe, wo dann Leute sagen oder Kundin sagt, Frau Knoch, ich kann das Wasser nicht trinken, weil das ist ja bitter. Ich habe gesagt, ja, dann bedeutet, Sie haben Toxine im Mund. Bitte trinken Sie es mindestens 7 Tage lang. Sie werden sehen, es wird besser. Es entgiftet. Also ich hatte den Eindruck, ich schlafe besser. Ja, das stimmt. Also du schläfst besser, weil du ja ein gutes Wasser hast mehr Energie, das stimmt. Und das auch das andere, ich merke es auch an der Haut. Ja, du entgiftest und das ist das andere. Die Leute denken gar nicht dran. Wenn ich Zähne putze, habe ich ein gutes Wasser oder habe ich Wasser, was wieder nicht so gut ist. Oder wenn ich Haare wasche. Was machst du mit dem Wasser alles? Alles, was du nur mit Wasser vorstellen kannst. Also das fängt morgens an in Badezimmer. Also ich habe ja nur Maunaweißwasser schon viele, viele Jahre. Das ist ja klar, ist ja mein Baby. Klar. Also Haare waschen, das Gesicht waschen, meine Zähne putzen. Das Erste, wenn ich aufwache in der Nacht ist, von meinem Maunaweißwasser trinken. Morgens, wenn ich aufwache, bevor dass ich ins Bad gehe, trinke ich wieder 3 Schluck Maunaweißwasser. Wenn ich vom Bad rauskomme, dann trinke ich mein Zitrone-Ingwerwasser mit Maunaweißwasser. Und wenn ich koche, was ich koche, also mein Tee, alles wird nur mit Obst waschen, alles wird mit Maunaweiß. Also ich bin ja ganz verliebt auch in meine Reiseflasche. Die gebe ich nicht mehr her. Ich reise ja so gerne. Und damit habe ich halt immer mein Quellwasser. Damit habt ihr mir eine Riesenfreude gemacht, dass es so was Tolles gibt. Wie macht ihr das? Habt ihr auch immer die Flasche dabei oder wie macht ihr es, wenn ihr auf Reisen geht? Ihr seid ja viel unterwegs. Ja, also das ist der Einsatzzweck, ist natürlich wichtig. Die Reiseflasche, die nehme ich meistens dann, wenn ich in die Berge gehe. Ich wandere wahnsinnig gerne. Und dann ist immer so die Herausforderung, musst du Wasser mitschleppen. Du solltest ja auch wieder 2, 3 Liter am Tag trinken, wenn du dich in den Bergen bewegst. Vielleicht noch mehr. Gerade im Sommer. Und es ist nicht mühsam, dann 4, 5 Liter auf einmal mitzuschleppen, wird ja schwer. Und dann kann man die Reiseflasche da nehmen, weil die kann ich in einem Fluss auffüllen praktisch. Ja, da fülle ich Wasser hinein und durch den Wasserdruck, den ich erzeuge, durch das Pressen, kann ich das Wasser filtern, ist dann befreit von Bakterien etc. Und es bekommt auch noch die Energetisierung wieder. Also ich habe wieder eine Quellwasserqualität, auf jeden Fall eine sichere Quellwasserqualität. Wenn ich jetzt eine Auslandsreise mache, also eine Geschäftsreise, sonst irgendwas oder Freunde besuche, kann ja auch vorkommen, dann nehme ich die Kinikanne. Denkt man zuerst, oh, das Ding ist ja sperrig, brauche ich einen extra Reisekoffer dafür oder wie mache ich das? Aber das ist eigentlich ein Hohlkörper, ja? Also da kann man wunderbar Sachen hineinstopfen, was weiß ich, stopft man die Wäsche hinein, dann hat man das Volumen ausgenutzt. Klar, den Filter muss man irgendwie so verpacken mit einem Zip-Pack, dass das nicht, die Feuchtigkeit nicht rausgeht. Und dann habe ich die Kinikanne immer dabei. Ich war letztens auch irgendwo in Südeuropa unterwegs, ja, wo das Wasser halt nicht so gut riecht, wo die Leute mit die Galons da durch die Gegend schleppen und das ist halt wirklich, du kannst die Kini da mitnehmen und das riecht nachher wunderbar und das beste Quellwasserqualität und dann spare ich mir diese Schlepperei. Ja. Ich war schwer überrascht. Ich habe das tatsächlich ja auch in der Schweiz kennengelernt und ich finde das Wasser dort in den Bergen wirklich lecker.
Nichtsdestotrotz, das Maunawei-Wasser hat einen immensen Unterschied gemacht. Also es schmeckt wirklich gigantisch, man schmeckt den Unterschied. Also ich bin wirklich sehr überrascht gewesen. Und ihr habt ja auch gesagt, ihr produziert nicht in China. Finde ich persönlich auch, gerade in der jetzigen Zeit oder in den letzten Jahren, was wir einfach an Geschichte jetzt haben, fantastisch. Wo produziert ihr aber? Ja, also hast ja schon gehört, was nur geht in Deutschland. Also die Kinikanne, so wie sie steht, der Körper, alles, das wird in Deutschland hergestellt. Der Glaskörper von der Quelle, der wird in Tschechien hergestellt. Die Teile von unseren Unterbausystemen und vom Hauswassersystem, also der Körper wieder, der wird in Italien hergestellt. Und jetzt ganz, ganz neu, wir wollten ja, was wir noch in Südkorea produziert haben, das waren die Filter für die Quelle und für die Kanne. Und das haben wir jetzt ganz neu, die erste große Lieferung kriegt nach 2 Jahren Arbeit. Das produzieren wir jetzt bei meinem Bruder in Ungarn und wir sind ganz glücklich. Die erste Lieferung ist angekommen, gerade diese Tage. Und wir haben jetzt nochmal 100% Sicherheit, weil wir das alles in eigener Hand haben und wissen genau, das ist dieser Kunststoff, was wir haben wollen. Es wird genauso gefüllt, wie ich das vorschreibe und also die Qualität ist wieder in... Es ist ja auch ein totales Familienunternehmen, was ihr habt. Gell? Ihr legt auch ganz viel Wert auf... auf die Gläser zum Beispiel sind, glaube ich, von einem Österreicher, richtig? Ja, also ein kleiner Künstler, der uns das herstellt. Genau, ja, also ich finde die so schön, auch mit den verschiedenen Farben. Also alles, was Sie in die Hand nehmen, auch meine Karton, der gekommen ist, es ist mit fantastischen Materialien eingepackt, es ist ganz sicher. Also ihr legt viel Wert auf Wiederverwertbarkeit. Also es ist so viel Liebe ins Detail. Wie macht ihr denn das? Seid ihr nur hier oder arbeitet ihr auch international? Wo kann ich Maunawei überall erhalten? Also Maunawei kannst du auf der ganzen Welt benutzen. Bestellen kannst du es online in der Regel. Meistens wird es online bestellt, entweder auf unserer Webseite maunawei.com oder .ch oder .eu. Wir haben auch verschiedene Händler. In Deutschland kannst du es auch bei Otto, Neckermann etc. bestellen, in der Schweiz bei Galaxus. Also Maunawei-Produkte gibt es eigentlich online, findet man sie sehr schnell. Man kommt sehr gut dazu. Vielleicht noch eins, was ich sagen möchte, du hast die Verpackung ja angesprochen, ja, und die ist wirklich ja genial. Ne? Also, und Naturschutz ist da alles eingebaut, alles ist öko. Die Farben, chemiefreie Farben und so weiter und so fort. Dafür ist alles mein Bruder zuständig. Ne? Also seine Präzision und sein Ausdauer in dem Bereich, weil das hat ja auch einiges an Energie gekostet, um das alles so hinzubekommen. Ist ja nicht so einfach, dass man alles so produziert bekommt, wie man das gerne hätte. Also es ist alles die Arbeit von meinem Bruder, der mit Herzblut da drinnen hängt und das so wunderbar gemacht hat. Und vielleicht nochmal in diese Geschichte, die Kanne wird auch CO2-neutral produziert. Ne? Also wir gucken da wirklich, dass da wirklich so natürlich und ressourcenschonend wie möglich verfahren wird. Also die höchste Qualität von A bis Z, das dürfte ich wirklich jetzt schon feststellen. Hättest du für uns noch einen letzten Tipp für alle Menschen da draußen? Ach ja, ich habe immer so viele Tipps. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist, wir sind ja ein Stück Natur. Wir kommen von der Natur. Was ist das Beste für uns? Natürlich Quellwasser. Das hat uns die Natur angeboten. Also schauen wir doch, wie können wir zu Quellwasser am besten kommen und tun wir doch unser Körper was Gutes. Wenn wir was Gutes tun, haben wir mehr Energie, wir haben mehr Gesundheit, wir fühlen uns wohler. Es ist Mensch und Natur. Das ist doch, muss doch im Gleichgewicht bleiben irgendwie. Und das ist so unser Ziel, unser großer Lauf, unser großer Weg, was wir machen, so ganze Familie wirklich mit eingebunden, dass wir sagen, wir möchten oder wir machen das, wir möchten nicht nur, dass wirklich jeder zufrieden ist und jeder das auch erreichen kann. Also wir schauen immer auch mit dem Preis, dass wir wirklich anbieten, dass die Menschen sagen, ja, das kann ich mir noch leisten. Oft habe ich Anrufe und die sagen, ja, aber so günstig, das gibt es doch nicht. Ich habe gesagt, doch, es gibt schon. Muss man halt schauen, wie es geht. Und das ist so unser Traum, dass wir das machen können. Fantastisch. Ich danke euch ganz herzlich. Bitte weiter so. Und ich freue mich jetzt sehr auf ein Gläschen Wasser mit euch. Ja, danke schön. Zum Wohle. Zum Wohl.